Heute zeige ich euch das versprochene Update zu den X-Tracern mit Schusstest. Hallo ihr Lieben, willkommen bei mir auf dem Kanal. Ich hatte ja angekündigt, dass ich zu den X-Tracern oder besser gesagt zu den Adaptern von den X-Tracern nochmal ein Update-Video mache und auch mal einen Schusstest mache, damit ihr mal seht, wie das Ganze so in der Praxis aussieht sozusagen. Ja? Das heißt, ich habe heute mal verschiedene Kandidaten. Ich zeige euch jetzt erst noch mal ganz kurz, weil da noch ein paar Rückfragen waren. Ich meine, vielen Dank auch für die ganzen Kommentare und E-Mails und Anrufe. Ja? Ich denke mal, ein großer Teil der Leute hat verstanden, wie das Ganze funktioniert, aber ich hatte doch noch einige Rückfragen dazu. Deswegen, ich gehe noch mal ganz grob auf die ganze Sache ein und zeige euch das noch mal anhand hier von ein paar Beispielen, um das noch mal ein bisschen bildlicher zu erklären, das Ganze, ja, auch mal an verschiedenen Waffen. Also vielleicht fangen wir so am besten einfach mal an. Also ich zeige jetzt einfach mal ganz kurz, was wir eigentlich gemacht haben. Umarex hat ja vor einiger Zeit diese X-Tracer herausgebracht. Ich schraube das hier mal ab. Es gibt die Möglichkeit, oder bei Software zum Beispiel ist das schon lange so, gibt es die Möglichkeit, fluoreszierende kleine Plastikgeschosse abzufeuern. Ja? Also diese 6 mm BBs, die es gibt, die gibt es auch als fluoreszierende BBs und in den ganzen Airsoftlern ist das ein komplett normales Ding. Also wie gesagt, da wird jetzt keiner von überrascht sein oder begeistert oder wird sagen, wow, krasse Erfindung, sondern die haben das schon. Ja? Das heißt, das sind kleine Einheiten, Tracer-Einheiten, die auf die Softwarewaffen vorne drauf montiert werden. Da ist innen drin eine Lichtschranke. Und wenn die Kugel dann da durchfliegt, dann wird die kurz mit einem Blitz beleuchtet, das ist UV-Licht und dadurch leuchten die Kugeln dann, wenn die den Lauf verlassen. Das heißt, man hat die Möglichkeit, gerade in der Dämmerung oder in der Dunkelheit sieht man ganz genau wie Leuchtspurmunition, wo diese Kugeln halt fliegen. Das ist halt echt cool, ist halt A, ein geiler Effekt, aber B, ist es natürlich auch extrem nützlich. Also beim Software-Spielen ist es extrem cool. Bei den Home-Defense-Waffen hat sicherlich auch seine Verwendung, aber es ist halt nicht so elementar wie zum Beispiel beim Paintball oder beim RAM oder beim Software-Spielen. Ja? Auf jeden Fall gab es diese Tracer. Es gab aber leider keine Tracer für Paintball oder RAM-Waffen. Das gab es einfach nicht. Die waren vom Durchmesser, diese Soft-Air-Tracer waren so klein logischerweise, dass da halt nichts durchgepasst hat und insofern hatten wir immer ein Manko. Dann gab es mal zwischendurch ganz kurz eine Zeit lang so Plastik-Tracer, den kann ich euch auch mal zeigen. So aus. Das Ding ist halt echt krass. Ja, das ist halt so ein Relikt aus alten Zeiten. Da habe ich auch schon mal eine Review gemacht hier auf dem Kanal. Das war ganz an den Anfängen, ich weiß nicht, vor 5 Jahren oder irgend sowas. Aber das war damals halt echt eine Sensation. Ja, das Ding war halt hier komplett aus Plastik und riesengroß. Und das hatte dann hier hinten so eine Universal-Klemmgeschichte aus Kunststoff, wo man das dann quasi so auf die Paintball-Läufe drauf machen konnte. Wurde dann irgendwie über Batterien betrieben. Aber ich meine, es war weder hübsch noch ja, robust noch irgendwas. Aber geil, es war halt schon mal da. Aber wie gesagt, die Dinger, die Firma, die ist dann irgendwie verschwunden vom Markt. Man hat dann also auch gar nichts mehr von gehört. Und dann war erstmal lange Sense. Und wie gesagt, die Dinger wurden eine Zeit lang echt hoch gehandelt. Das Ding habe ich hier wie mein Heiligtum beschützt. Da war das halt noch was Besonderes. Ja? Aber dann ist es halt so, ich habe halt viele Jahre dann geguckt, habe mich mit verschiedenen Herstellern auseinandergesetzt und habe dann auch für die 43er Waffen und für die Gelblaster schon Tracer gefunden, die quasi für unseren Zweck benutzt werden konnten. Ja. Problem war da halt auch, dass halt die Toleranzen halt sehr eng sind teilweise, weil die halt maximale Durchmesser von den Tracern hatten, die halt eher grenzwertig waren jetzt, gerade fürs 43er Kaliber. Also für die Gelblaster nicht, aber für die 43er war es dann schon so ein bisschen knapp, aber es ging.
So, da war ich dann schon super happy, aber für zum Beispiel 50er Kaliber oder 68er Kaliber gab es halt nichts. Und es war halt auch alles relativ teuer. So, und dann hat Umarex auf der IWA jetzt die X-Tracer vorgestellt. Das finde ich natürlich total geil. War ich also wirklich beeindruckt, habe ich mich super drüber gefreut. Die Dinger sehen so aus, ja, das ist also alles dasselbe Prinzip, ist halt nur viel kompakter. Ich meine, wenn ihr mal seht, ich meine, das ist jetzt echt krass, was für ein Unterschied hier, das ist also kaum zu glauben. Und es ist natürlich auch eine ganz andere Qualität. Also wie gesagt, das ist ja hier alles aus Metall und wirklich toll verarbeitet. Und der große Unterschied auch noch zusätzlich ist, das Ganze hat natürlich ein Gewinde. Das heißt, das ist natürlich tausendmal präziser, weil es halt für die entsprechenden Gewinde auf manchen Läufen halt extra gemacht ist normalerweise. Der ist aber leider nur für Kaliber 68 und für die HDX 68 gemacht gewesen. Also das heißt, dieser Aufsatz, der hier hinten ist, dieses Gewinde, passt nur auf die HDX 68. Also Umarex hat es nur gemacht für diese eine Waffe. So. Dann haben sie einen gemacht im 50er Kaliber, das ist der hier. Ja, die haben halt den also auch im 50er Kaliber gemacht, aber leider auch da nur für diesen Extender, der quasi auf den HDR 50 draufgeschoben werden kann. Also ihr könnt es nicht auf der HDP und nirgendwo anders montieren. Der ist also ausschließlich für diesen Extender. Den muss man auch mögen und wollen dann. Ja, dieses Riesenteil, ich habe es leider nicht hier. Den kann man halt quasi draufstecken auf die HDR 50 und könnte dann diesen Original 50er Tracer dann drauf machen. So, jetzt haben wir uns natürlich gedacht, eigentlich schade drum, weil zwei richtig geile Produkte, die müsste man eigentlich mal ummünzen, dass die auch auf andere Waffen passen, weil natürlich viele darauf warten. Gerade die Paintball-Leute sind da, denke ich mal, ganz heiß drauf. Und dann haben wir einfach mal losgelegt und haben gesagt, okay, ist das überhaupt möglich? Wie machen wir das und wie soll das Ganze aussehen? Und dabei sind, wie gesagt, diese Adapter rausgekommen. Ja? Wir haben also verschiedene Adapter gemacht, die quasi hier auf der Seite immer dasselbe Gewinde haben. Also, Achtung, nein, Entschuldigung, 68er und 50er Durchmesser. Das heißt, ihr habt entweder hier immer das 68er Gewinde oder bei den kleineren immer hier das 50er Gewinde, was auf die Tracer passt. Das ist ja immer gleich. Aber hinten, ja, da kommen dann dementsprechend dann andere Gewinde drauf, die dann auf verschiedene Waffen drauf passen. Wir haben jetzt erstmal uns für ein paar entscheiden müssen. Ja? Also das ist eigentlich es ist schon relativ aufwendig. Erstmal das Teil natürlich, das Grundding erstmal zu entwickeln in beiden Größen, das ist noch nicht so kompliziert, aber dann muss ja die Maschine gerichtet werden, also Richtzeit und so weiter, da müssen da auch gewisse Stückzahlen rausfliegen, damit das Ganze sich am Ende auch überhaupt irgendwie lohnt oder halbwegs bezahlbar ist. Ja? Ich wollte ja auch nicht euch so ein Ding jetzt hier für 50 € anbieten, sondern wir mussten halt gucken, dass wir da irgendwie einen Kompromiss hinkriegen und bis jetzt setzt es sich sehr gut ab, also das heißt, wir werden da auf jeden Fall weitermachen, da ist auch recht ein riesen Feedback gewesen, die Leute fanden es auch richtig cool, nur es gibt wieder den einen oder anderen, der nicht verstanden hat, wie es ganz funktioniert. Und auch gibt es natürlich auch einige, die ganz andere Gewinde suchen, ja, besonders die Paintball-Leute. Da sind wir aber dran. Also jetzt in diesem Moment, also in diesem Moment nicht, weil mein Büchsenmacher jetzt gerade im Urlaub ist, aber sobald er wieder zurück ist, laufen die Maschinen dann auch schon, ist schon alles vorbereitet, kommen dann auch die zum Beispiel für T15, Labco und alle möglichen anderen Sachen, ja, die halt quasi da angefragt wurden. Das ist alles in der Mache. Es ist natürlich alles hochpräzise Arbeit, also das ist nicht irgendein gemurkstes Gewinde, was da reinkommt, sondern die Dinger sind wirklich sehr, sehr, sehr gut verarbeitet. Ja. Und das ist alles 70-75er Aluminium, also sehr hochfestes, sehr, sehr cooles Aluminium, was auch in der Luftfahrt zum Beispiel verwendet wird und von einem Büchsenmacher gemacht und somit halt alles auch sehr präzise, weil gerade bei den 68er Kalibern Tracern ist es so ein bisschen problematisch, weil der Durchmesser relativ knapp gewählt wurde. Also ich persönlich für meinen Geschmack hätte den Durchmesser von dem Tracer etwas größer gemacht und auch bei dem 50er hätte ich ein bisschen mehr Luft gelassen. Gerade wenn man unter 7,5 Joule spielt, weil die Kugeln natürlich, wenn die aus dem Lauf rauskommen, übertrieben gesehen so einen Bogen machen. Und dadurch besteht natürlich immer die Gefahr, dass man halt hier im Inneren das quasi dieses Plastik oder die Elektronik beschädigt. Das wäre natürlich echt schlecht. Deswegen muss diese Flugbahn, die das Geschoss durch diesen Tracer macht, so kurz wie möglich sein. Ja? Das war halt auch die Frage, da waren einige, die gesagt haben, ey, das wäre doch geil gewesen, wenn ihr die Adapter länger gemacht hättet, hätte man gleich wie so eine Schalldämpferattrappe gehabt. Das wäre prinzipiell
machbar gewesen. Ich habe da auch schon drüber nachgedacht und vielleicht machen wir auch noch einen Extender, der dann quasi dazwischen kommt. Aber in allererster Linie geht es ja um den Tracer-Effekt und um diese Zuverlässigkeit der ganzen Geschichte und deswegen haben wir darauf geachtet, dass die Abstände so kurz wie möglich werden, damit halt die Flugbahn hier nicht unnötig lang ist. Es ist alles ein bisschen kompliziert, man kann es nicht jedem recht machen, aber wir haben zumindest schon mal angefangen und das Ganze funktioniert auch gut und wenn ihr das alle kauft und uns unterstützt und die Dinger sich super gut absetzen, werden wir das irgendwie in jedem gängigen Gewinde machen, was es überhaupt gibt. Ist natürlich also eine Frage auch natürlich ein bisschen, dass sich das Ganze lohnt. Es gibt zwei verschiedene Tracer-Größen, einmal 68 und einmal 50 und logischerweise sind die abwärtskompatibel. Das heißt, wenn ihr mit einem 68er Tracer arbeitet, könnt ihr runtergehen bis auf, keine Ahnung, Luftpistole, wenn ihr Lust habt. Ja? Da passt ja alles durch. Bei dem 50er könnt ihr natürlich ab 50er Kaliber runtergehen. Paintball-Kaliber hat 17,3 mm ungefähr Durchmesser und 50er Kaliber sind ungefähr 12,5 mm Durchmesser. Also wenn ihr, weil die ja unterschiedlich aussehen, der eine hat halt wie gesagt hier diesen DNA-Kollektor, hier diese Krone drauf, ist ein bisschen dicker, hat hier dieses Checkering drauf und sowas, also der sieht ein bisschen anders aus. Der 50er ist wesentlich schlanker, eleganter und kleiner gehalten, also je nachdem, worauf ihr Bock habt, könnt ihr euch entscheiden. Alles bis Kaliber 50 geht durch diesen durch. Alles bis Kaliber 68 geht hier durch. Ihr könnt diesen auch auf einer 50er Pistole verwenden, wenn ihr Lust dazu habt. Aber ihr könnt natürlich den nicht auf Paintball verwenden. Das heißt, für alle Paintballer kommt nur der hier in Frage. Nur der mit dem DNA-Kollektor, mit der Krone, logischerweise. Für alle anderen, ja, die sagen wir mal Kaliber 50 oder niedriger haben, könnt ihr beide einsetzen, so wie ihr Bock habt. Das heißt, M17 CQC, habt dann den entsprechenden Lauf da drauf. Ja, entweder ihr könnt bei uns den Originallauf mit Gewinde vom Büchsenmacher gemacht, der das natürlich darf, könnt ihr bei uns kaufen. Das ist dann quasi der absolute Originallauf. Haben auch einige gesagt, ah ja, und was habe ich davon? Ganz einfach. Das ist ein bisschen problematisch mit dem Austausch der Läufe. Das ist ja momentan auch so eine Thematik. Also streng genommen erlischt die F-Zulassung, auch wenn die Waffe nicht verändert wurde, wenn ihr ein wesentliches Teil austauscht. Ja? Wie gesagt, ich bin jetzt hier keine Rechtsberatung und nichts und es gibt da auch noch keine konkreten Aussagen zu von keiner öffentlichen Seite, aber so wie ich das verstanden habe, ist es halt so, dass die Waffe halt mit dem Lauf zum Beispiel zugelassen wurde und deswegen ist sie auch nur mit dem Lauf mit F. Und deswegen haben wir halt den Originallauf einfach nur ein Gewinde drauf machen lassen. Das ist alles. Das heißt, wenn jemand zum Beispiel eine M17 hat und möchte jetzt darauf diesen Tracer verwenden, um Paintball zu spielen, in Deutschland zum Beispiel, und hat dann seine Waffe, will nichts daran verändern, will das F, will gar nichts riskieren, dann nimmt er zum Beispiel diesen Lauf, packt dann da 22x1 Adapter drauf und nimmt dann den 68er Tracer, packt den dann da drauf. Dann hat er quasi den 68er Tracer von Umarex mit unserem X-Adapter auf dem Lauf auf einer M17 drauf und kann jetzt richtig cool Nachtgames spielen. Nachtgames, nicht Nacktgames, ja. Also nackt könnt ihr auch nachts spielen, ist euer Ding, ja. Aber ich meine, scheiße, egal, vergesst es einfach. Also ihr könnt einfach damit nachts spielen, ja. Oder wenn ihr halt irgendwelche coolen Events habt, wo es halt auch über die Dämmerung hinweg geht oder in die Nacht rein, kennen ja alle MagFed-Spieler und so weiter, dann ist das richtig cool und macht echt mega Fets. Da gibt es auch dementsprechend die Munition dazu. Die gibt es zum Beispiel von Tomahawk, habe ich jetzt mal als Beispiel jetzt hier, ja. Das sind diese Glow-in-the-Dark-Dinger, die kennt eigentlich jeder Paintballer, kennt die Dinger. Die sind im 68er Kaliber, die sind auch echt gut von der Verarbeitung, schön fest. Die gehen auch aus den MagFed-Markierern gut raus und die funktionieren mit super. Zeige ich euch nachher auch, wenn ich einen Schusstest mache, werde ich auch damit mal schießen und euch mal zeigen, wie das Ganze aussieht. Also ihr könntet zum Beispiel dann, wenn ihr die entsprechende Läufe habt, das so machen. Jetzt sagen wir mal, unabhängig von dieser ganzen Gesetzgebung und so weiter, wenn ihr, sagen wir mal, im Ausland spielt, es gibt ja ganz viele Läufe, die genau dieses 22x1 Gewinde haben. Für die ganze restliche Fraktion, also jeder, der jetzt, keine Ahnung, als Beispiel eine RAM hat, ja, ihr habt jetzt die neue Glock von Umarex, ja, die T4E und habt voll Bock da einen Tracer drauf zu machen, dann braucht ihr logischerweise den G-Block dafür, ja. Also der G-Block, der ist da unerlässlich, weil der G-Block euch hier ein Gewinde dran macht. Da ist das wieder überhaupt kein Problem, also meiner Meinung nach rechtlich würde ich mal sagen, weil das ist nicht im Laufdurchmesser, also das ist keine Laufverlängerung in irgendeiner Art und Weise, sondern das ist einfach nur ein Gewinde und ihr schaltet da quasi das Ding vor, aber die Kugel wird ja nicht geführt. Das heißt, die fliegt durch diesen G-Block hier vorne so durch
und fliegt dann auch durch den Tracer durch. Das heißt, ihr macht einfach nur ein optisches Anbauteil dran und verändert da nichts an dem Lauf eurer Waffe. Ja? Deswegen der G-Block. Dann nehmt ihr euch logischerweise, wenn ihr den 50er Tracer haben wollt, den Adapter 50 auf 14 CCW, weil der G-Mount hat einen 14 CCW Adapter. Schraubt den hier hinten drauf. Den 50er Adapter zum Beispiel drauf montieren. Das Ganze sieht dann so aus, finde ich auch super schön, echt schlicht und schick. Und da habt ihr halt den großen Vorteil, dass er so schlank ist, habt ihr halt auch keinerlei Interferenzen hier mit einem Red Dot oder mit der Visierung. Das geht also gerade so noch. Aber ihr habt natürlich auch noch die Möglichkeit, den 68er Adapter auf 14 CCW, diesen 68er montieren, der natürlich auch genial aussieht. Also das gefällt mir halt echt extrem gut. Ich weiß nicht warum, ich finde, das sieht irgendwie cool aus. Ja, also dann habt ihr quasi hier mit DNA-Kollektor den 68er Tracer auf der Glock drauf. Sieht echt cool aus. Und der große Vorteil ist halt, die Glock zum Beispiel, ja, also diese 14 CCW-Gewinde, das haben ganz viele Soft-Air-Waffen. Also ihr könnt also auch an vielen Soft-Air-Waffen genau diese Kombo benutzen. Ihr könntet also entweder den 50er oder 68er Tracer auch auf Soft-Air-Waffen oder auf allen anderen Waffen verwenden, wo 14 CCW ist, wie zum Beispiel auch hier auf der TM4, der klassischen hier auf der TM4 Riss zum Beispiel, so ein 68er mit DNA-Kollektor draufballern. Das sieht halt auch richtig cool aus. Oder ihr macht den 50er drauf, wenn ihr es ein bisschen schlichter haben wollt. Finde ich halt auch wunderschön. Also das zerstört null die Linie der Waffe, im Gegenteil. Und es hat halt diesen super coolen Effekt. Ja, also das ist schon eine echt geile Nummer. Ihr habt aber wie gesagt auch andere Waffen, wo das Ganze funktioniert. Zum Beispiel über Umwege, ja, HDR 50 und HDP 50. Da würde das Ganze funktionieren. Allerdings bei dem HDR 50, wenn ihr die Extension anbaut von Umarex, da geht das Ganze. Da bleibt der auch noch gesetzeskonform. In dem Moment, wo ihr aber dann das Ganze an der HDP montieren wollt oder es direkt an dem HDR dran haben wollt, kommt ihr um einen Lauf nicht drumrum. Also ihr müsst dann halt so einen Exportlauf, Tuninglauf, wie ihr das nennen wollt, einen Austauschlauf montieren. Der hat nämlich ein Gewinde. Ja, das ist im Grunde genommen genau derselbe Lauf wie der verbaut ist. Allerdings hat er halt vorne dieses Gewinde dran, aber es ist halt eben nicht der Originallauf. Und somit ist es halt ein bisschen ungewiss, ja, in welche Richtung das Ganze dann läuft, wenn ihr den einbaut. Deswegen eigentlich nur fürs Ausland gedacht. Wenn ihr im Ausland spielt zum Beispiel, könntet ihr euch den Exportlauf reinmachen und dann hier den Adapter draufpacken. Und dann könntet ihr auch entweder den 68er oder 50er Tracer auf eurem HDR 50 und auf eurer HDP 50 montieren. Und das sieht natürlich rattenscharf aus. Also ihr müsst euch den HDR und die HDP einfach vorstellen. Okay, die hängen jetzt hier so dran. Ja. Also das geht. Also da könntet ihr beide montieren, 68 und 50. So. Ich hoffe, ich mache das jetzt hier nicht so ausführlich, da werden bestimmt wieder ein paar Leute sauer sein, aber es gibt so viele, die mich gefragt haben, deswegen mache ich es jetzt einfach mal ultra ausführlich, damit auch der Letzte da seine Informationen rausziehen konnte, die ihn halt interessiert haben. Montieren könnt ihr es momentan auf allen Soft-Air-Waffen, die einen 14er CCW haben. Ihr könnt es montieren auf allen RAM-Waffen, die einen 14er CCW haben. Ihr könnt es auf allen HDR, HDP mit Tuninglauf zum Beispiel verbauen. Die haben dann ein 15x1 Gewinde. Dann haben wir das Ganze für 22x1 im Paintball-Bereich und es folgen weitere. Und wenn ihr Rückfragen dazu habt, ey, überhaupt kein Problem, ruft einfach an. Schreibt es mir in die Kommentare, schickt mir eine E-Mail und ich helfe euch gerne oder einer von meinen Mitarbeitern und dann finden wir da ganz sicher eine Lösung für euch, wenn das Ganze passt. Viele haben mich auch gefragt, wie die überhaupt funktionieren. Zum Laden werden beide einfach hinten die Endkappen abgeschraubt. Dann habt ihr hier oben ein USB-Anschluss. Das ist ein USB-C. Und da ladet ihr das Ganze dann. USB-C-Kabel rein, dann werden die Dinger geladen. Sobald die geladen sind, ist hier jeweils der Einschaltknopf, Ein- und Ausschaltknopf. Ja, also ihr drückt hier drauf, dann kriegt ihr einen Pfeifton. Einmal und Blitzen ist an. Und wenn ihr gedrückt lasst, zweimal ist aus. Also, ja genau. Jetzt ist er an. Das geht bei beiden gleich. Ist auch übrigens eine sehr gute Bedienungsanleitung beigelegt bei den Dingern. Ja? Also ihr könnt euch da gerne auch nochmal alleine reinarbeiten. Ich glaube, ich habe jetzt hier nicht so die super Erklärung gebracht dazu, aber ihr habt das System verstanden. Jetzt ist es so, durch diese Lichtschranke, wenn eine Kugel durch dieses Loch durchfliegt, ja, ich simuliere das jetzt hier mal, Zug, 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 mal gucken, dann blitzt der ganze Kram. Ja? Ich denke mal, das kann man ganz gut erkennen. Es flasht auch ziemlich krass. Also ihr werdet das gleich auf der Schießbahn sehen. Wenn wir hier ein bisschen mit ballern gleich, das sieht echt geil aus. Also ihr habt einmal diesen Effekt hier von dem Blitz, von dem Mündungsfeuer vorne und gleichzeitig werden diese Kugeln halt auch noch beleuchtet. Von den Geschossen her, wir haben
Hartplastikgeschosse, ja, in Kaliber 43, 50 und 68. Ablager, die super geil sind, die machen auch richtig Spaß, mit denen werde ich gleich auch nochmal schießen. Die sind hart, das sind nicht diese Gummigeschosse, die es auch gibt. Also es gibt auch weiche Gummigeschosse dafür, aber die sind halt nicht weich. Ja? Also die sind auch um Gottes Willen nicht, um damit irgendwie auf Menschen oder so zu schießen. Ja? Die sind krass, da könnt ihr euch verletzen. Und wenn ihr jetzt das Ding anhabt und wenn die Kugel jetzt da durchfliegt, lasst die einfach mal so durchlaufen, dann werden die hier einzeln angeblitzt und ich weiß nicht, ob man es dann sehen kann. Ich glaube nicht. Das seht ihr aber gleich, wenn wir damit schießen. Damit kann man zum Beispiel halt dann einfach nur rumballern nachts oder abends in der Dämmerung, wenn man da Bock drauf hat. Zum Paintball-Spielen, die sind richtig cool, funktionieren nach genau demselben Prinzip. Allerdings sind die mit Paint gefüllt. Also das sind jetzt welche, die wirklich dafür gemacht sind, um damit aufeinander zu schießen. Also die Dinger sind echt cool und die haben wir aber bisher leider nur im 68er Kaliber. Im 43er und 50er Kaliber konnte ich da bisher leider noch nichts organisieren. Wir sind dran. Also ich bin, wie gesagt, mit verschiedenen Herstellern in Verhandlungen momentan und es sieht auch bis jetzt gar nicht so schlecht aus. Wenn wir ein bisschen Glück haben, kriegen wir da zumindest 50er Kaliber Paints auch dazu, weil das ist ja auch ein Kaliber, was halt öfters eingesetzt wird, ist als 43 beim Paintball. Aber da sind wir dran, wie gesagt, ja. Und das funktioniert alles nach demselben Prinzip. Hier kommt auch die Kugel, so zack, wird angeleuchtet. Ihr seht das, da kommt dann der Blitz aus der Mündung raus und dann sieht man die Kugeln danach, das ist jetzt leider hier im Licht, sieht man es halt nicht gut, werden die Dinger dann ausgeleuchtet und gehen dann ins Ziel. Das sieht halt echt cool aus. Wir gehen jetzt mal auf den Schießstand, dann zeige ich euch mal, was da so abgeht und dann melde ich mich dann anschließend noch mal ganz kurz und dann sind wir eigentlich auch schon durch, dann seid ihr mich los. Ja, alles klar, also bis gleich. So Leute, jetzt zeige ich euch mal ganz kurz, hier ist die Tomahawk Paint und nebendran ist die Hartplastik-Geschichte. Und ich habe die mal mit der Lampe angeleuchtet. Ich wollte euch mal zeigen, ob man das so schon mal sieht mit der Taschenlampe. Seht ihr, hier seht ihr es, glaube ich, ganz gut jetzt, diesen Glüheffekt. Ja, das ist bei der Hartplastik echt geil. Bei der Tomahawk geht es eigentlich auch, ist auch ganz cool. So, seht ihr, vielleicht kann man da so ein bisschen besser sehen, was da abgeht. Und gleich schießen wir die mal gucken, was da abgeht. So, jetzt waren wir auf dem Schießstand. Ich hoffe, ihr hattet einigermaßen Spaß und konntet so ein bisschen sehen, worauf es da ankommt oder wie das Ding funktioniert und wie das aussieht.
Ist halt sau schwer in die Kamera also reinzukriegen oder beziehungsweise das Ganze ordentlich aufzunehmen. Es sieht in echt einfach tausendmal geiler aus. Ich hoffe, das hat ausgereicht für euch. Wie gesagt, wenn noch irgendwas sein sollte, ich freue mich riesig. Meldet euch, schreibt mir was in die Kommentare, schickt mir eine WhatsApp, ruft mich an, schickt, wie gesagt, was auch immer ihr wollt, Brieftaube, alles. Ja? Ich bin hier. Ja, also gar kein Problem. Müsst ihr euch auch nicht irgendwie denken, dass ihr uns da irgendwie nervt, sondern dafür sind wir da. Also, ich freue mich riesig. Schreibt mal ins Kommentarfeld, wie ihr die Dinger findet, ob ihr das cool findet. Ja, und ansonsten, ja, lasst mir einen Daumen da, bitte. Daumen hoch und abonniert meinen Kanal. Wir haben fast die 10.000er-Marke geknackt.